Ich persönlich habe selbst Untersuchungen einer gewibecodeten Dating-Plattform namens Conservative Dating unternommen. Diese Ergebnisse, die ich dort entdeckt habe, veröffentliche ich jetzt in diesem Video. Ich habe nämlich Zugang zu unzähligen persönlichen Nutzerdaten von Dating-Profilen erhalten. Um das zu verstehen, wie genau das funktioniert hat, muss man erst wissen, was REST APIs sind, die ich dafür benutzt habe. Wie kann man REST APIs benutzen, um an Daten zu kommen? Eine REST API ist eine Schnittstelle von Servern, über die man über das Internet zugreifen kann. Wenn du eine Anfrage an eine REST API stellst, bekommt man meistens Dateninformationen in Form einer Excel-Tabelle zurück. Meistens stammen diese Daten dann aus einer Datenbank. Im Fall von Conservative Dating waren das alle Profildaten der Nutzer, die auf der Plattform registriert gewesen sind. Namen, E-Mail-Adressen, Profilbilder und sogar Geokoordinaten, von wo aus auf der Welt das Profil erstellt wurde. Ein absoluter Sicherheitsalbtraum. Wenn man also eine Anfrage an die REST API stellt, lädt der Server die entsprechenden Daten und gibt diese dann als Antwort. Über diesen Weg können Daten auch erstellt, geupdatet und gelöscht werden. Ich denke, jedem wird schnell klar, wieso man solche Zugänge sichern sollte, wenn jeder, der eine Internetleitung und einen PC hat, auf diese REST APIs zugreifen kann. Leider ist das den Entwicklern von Conservative Dating nicht klar gewesen. Wie funktioniert normalerweise die Authentifizierung? Wenn du dich zum Beispiel auf YouTube einloggst, dann werden deine Login-Daten in einer Datenbank von YouTube abgeglichen, um zu prüfen, ob dein Konto mit deiner E-Mail und deinem verschlüsselten Passwort existieren. Wenn das der Fall ist, wird dir ein sogenannter Auth-Token zugewiesen. Das ist ein Schlüssel, mit dem du YouTube benutzen kannst und YouTube weiß, wer du bist. Da in dem Token dein Name, deine E-Mail und mehr zu deiner Person gespeichert wird. Dir selbst werden keine Daten von anderen Usern auf Anfrage zurückgegeben, wie zum Beispiel AdSense-Einnahmen von anderen YouTubern. Außer wenn du deine eigenen Daten auf YouTube beispielsweise abfragst, da deine E-Mail-Adresse in dem Auth-Token enthalten ist und YouTube erkennt, dass du Daten von dir selbst abfragst, was autorisiert wird. Wie war es denn nun möglich, an die Daten von Conservative Dating zu kommen? Conservative Dating hat ungesicherte Endpunkte ihrer REST APIs verwendet und es war möglich, sämtliche Nutzerdaten ohne Auth-Token abzufragen. Das bedeutet, es wurde nicht abgefragt, wer der Antragsteller ist. Zu den Daten gehörten E-Mail-Adressen, Geburtsdaten, Profilbilder, Klarnamen, Geschlecht und sogar Koordinaten, wo auf der Welt das Profil erstellt wurde. Das Ausmaß dieses Datenlecks war fürchterlich. Ich habe die REST API folgendermaßen reverse engineert. Aus Sicherheitsgründen lasse ich ein paar Schritte weg. Wie das genau funktioniert hat, erkläre ich jetzt. Wenn man sich einen Account auf Conservative Dating gemacht hat, werden einem auf der Discovery-Seite Nutzerprofile, die einem vielleicht gefallen, vorgeschlagen, die man liken kann, um sich mit den Profilen zu connecten. Das sind ungefähr 20 verschiedene Profile. Man muss ein Premium-Abonnement abschließen, was ihr hier auf YouTube auf meinem Kanal übrigens kostenlos machen könnt, um mehr Profile zu sehen. Aber das kann man einfach umgehen. Angenommen, der Endpunkt, mit dem neue Profile geladen werden, heißt dating.com/discovery. Wenn man eine GET-Anfrage an diesen Endpunkt sendet, beispielsweise über den Browser, muss auch ein sogenannter Request Body mitgesendet werden, der die Account-ID enthält, für welchen neue Profile geladen werden sollen. Das sieht in etwa so aus. Profile-ID steht für die Account-ID, für die neue Profile geladen werden sollen. Die Antwort sieht dann etwa so aus. Das sind tabellarische Informationen über die Profile von Personen, die im Discovery-Feed angezeigt werden sollen. Professionelle REST APIs würden niemals Geokoordinaten oder E-Mail-Adressen und mehr als den Vornamen als Antwort zurückgeben. Das verstößt gegen jegliche Kodexe im Bereich des Software Engineering und stellt ein hohes Sicherheitsrisiko von Datendiebstahl dar. Wie kann man das nutzen, um mehr Profile zu laden? Jetzt kommt der Trick. Es war möglich, die Nutzer-IDs der Profile zu nehmen und erneut diesen Endpunkt abzufragen. Dann werden völlig neue 20 Profile vorgeschlagen, mit denen sich eine Person matchen kann. Ich glaube, es ist ersichtlich, was jetzt möglich gewesen ist. Ganz genau. Ich habe ein Skript geschrieben, was kaskadenartig Anfragen an den Discovery-Endpunkt sendet und die einzigartigen Account-IDs nutzt, um neue Profile zu laden. Total waren das am Ende um die 40.000 Anfragen. Alle Daten habe ich dann in einer Tabelle gespeichert. Natürlich bin ich neugierig gewesen und habe in die Tabelle geschaut, was für Leute sich auf Conservative Dating registriert haben. Was ich dort gefunden habe, war sehr besorgniserregend. Es ging um die nationale Sicherheit der USA. Wirklich. Es geht um dieses Profil hier.
Ganz besonders, weil die Geokoordinaten in den Daten des Profils standen, von wo aus auf der Welt das Profil erstellt wurde. Ein großes Sicherheitsrisiko. Ich habe auch überlegt, sogar das FBI zu kontaktieren und über mein Anliegen zu berichten. Das habe ich aber nicht getan. Stattdessen werde ich sagen, wo auf der Welt genau, in welchem Land, in welchem Ort dieses Profil erstellt wurde. Mitten in Afrika. Genauer gesagt in einem Slum in Senegal. Das hat mich sehr überrascht, wieso dieses Profil genau dort erstellt worden ist. Natürlich habe ich weiter in die Tabelle geschaut und wieder wurde ich überrascht. Das gleiche Bild tauchte immer wieder auf in den Daten. Teilweise wurden die Accounts in Nordindien oder Südamerika erstellt. Nun war ich wirklich verwundert. Was hatte es damit auf sich? Wieso gibt es mehrere Profile mit unterschiedlichen Namen, E-Mail-Adressen und Koordinaten? Nach weiterer Internetrecherche habe ich den Namen der Person auf dem Bild herausgefunden. Es handelt sich dabei um den 4-Sterne-General Stephen J. Townsend der US-Armee. Schnell bin ich auf seinen Wikipedia-Artikel gestoßen und auf weitere Medienberichte, dass diese Identität häufig von Betrügern verwendet wird. Ich habe entschieden, keine weiteren Maßnahmen mehr diesbezüglich zu ergreifen. Das größere Problem war eher, dass viele Profile von realen Identitäten erstellt wurden. Viele Standortdaten waren in den USA lokalisiert. Wenn jemand wie ich schon so einfach an die Daten kommt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes das auch schafft. Alles Mögliche kann mit diesen Informationen angestellt werden. Weiterverkauf an Phishing-Betrüger mit echten E-Mail-Adressen oder sogenannten Data-Brokern, die mit Datensätzen handeln und an alle möglichen Kunden weiterverkaufen. Ganz besonders, da die meisten Personen, die sich auf dieser Plattform wirklich registriert haben, eine ähnliche politische Gesinnung haben, die für gezielte Werbung von Produkten missbraucht werden könnte. Ein wirkliches Desaster. Ich habe mich an professionelle Menschen gewendet, wie zum Beispiel den Autor der Online-Plattform Have I Been Pawned, auf der man prüfen kann, ob die eigenen Daten schon in Datenlecks vorgekommen sind. Leider waren die Möglichkeiten diesbezüglich, was man bei so einem Datenleck machen kann, begrenzt. Was lernen wir daraus? Die Dating-Plattform Conservative Dating ist eindeutig von Vibe-Codern ohne jegliche Authentifizierungskenntnisse programmiert worden. Es ist teilweise Programmcode in den Antworten der REST API in Form von CSS oder JavaScript zurückgegeben worden, was zutiefst ungewöhnlich ist und ein wirklich starker Hinweis auf maschinell geschriebenen Code ist. Zusammen mit den öffentlich zugänglichen Daten in Form von E-Mail- und Geolocation-Daten, die normalerweise für einfache Nutzer, die die REST API benutzen, nicht zurückgegeben werden, stellt diese Plattform eine wirkliche Gefahr auf Datendiebstahl dar. Vibe-Coding ist aber nicht nur gefährlich für das Online-Dating, sondern auch für alle anderen Plattformen, die wesentlich sensiblere Daten speichern, wie Finanzdaten oder Adressen. Ich kann euch nur einen Hinweis geben. Überlegt euch nun zweimal, ob und überhaupt auf welcher Online-Plattform ihr euch registriert. Bis zum nächsten Mal.